Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns nach einer Lernmethode um, die dein Deutsch wirklich auf das nächste Level bringt. Chunking. Wenn du schon eine Weile lernst, hast du sicher bemerkt, es reicht nicht nur Grammatikregeln zu verstehen oder einzelne Wörter zu kennen. Wirklich flüssig wirst du erst, wenn du ganze Sätze und feste Wortverbindungen automatisch abrufen kannst. Genau wie ein Muttersprachler. Und genau das lernst du heute. Wie du mit der Chunking-Methode deine Sprachkenntnisse in Bewegung bringst und dein Deutsch natürlicher, schneller und sicherer klingst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Die Vokabelfalle. Warum das Lernen einzelner Wörter so ineffizient ist. Lass uns ehrlich sein. Wir alle haben es getan. Wir nehmen ein Notizbuch, ziehen eine Linie in die Mitte und schreiben links das deutsche Wort und rechts die Übersetzung. Der Tisch, the table. Gehen, to go. Schön, beautiful. Das fühlt sich produktiv an, aber in Wirklichkeit ist es eine der langsamsten und frustrierendsten Arten, eine Sprache zu lernen. Warum? Stell dir vor, du willst ein Haus bauen. Und alles, was du hast, ist ein riesiger Haufen einzelner Ziegelsteine. Jedes Mal, wenn du eine Wand bauen willst, musst du jeden einzelnen Stein nehmen, Mörtel darauf schmieren und ihn mühsam auf den nächsten setzen. Genau das tust du, wenn du versuchst, aus isolierten Wörtern einen Satz zu bilden. Dein Gehirn muss Schwerstarbeit leisten. Du findest das richtige Substantiv, du erinnerst dich an den richtigen Artikel, der, die oder das. Du findest das richtige Verb, du konjugierst das Verb in der richtigen Zeit und Person, du fügst ein Adjektiv hinzu und musst über die richtige Endung nachdenken. Du baust alles in der korrekten Satzreihenfolge zusammen. Das ist unglaublich langsam, fehleranfällig und es klingt am Ende oft hölzern und unnatürlich, weil wir die feinen Verbindungen zwischen den Wörtern, die Kollokationen, nicht gelernt haben. Es ist, als würden wir sagen, ich mache eine Dusche statt ich dusche. Es ist verständlich, aber es klingt nicht richtig. Wir müssen aufhören, in Ziegelsteinen zu denken. Wir müssen anfangen, in fertigen Wänden zu denken. Die Lösung heißt Chunking, lerne wie ein Kind. Und genau hier kommt das Konzept des Chunkings ins Spiel. Ein Chunk ist einfach ein Klumpen, ein Brocken, ein Baustein. Im Sprachlernen bedeutet es, eine Gruppe von Wörtern zu lernen, die oft zusammen auftreten und eine feste Bedeutungseinheit bilden. Denk mal darüber nach, wie ein Kind seine Muttersprache lernt. Ein kleines Kind lernt nicht das Wort tut, dann das Wort mir und dann das Wort leid. Es lernt den gesamten Chunk, es tut mir leid. Es lernt diesen Baustein als eine einzige Informationseinheit für die Situation Entschuldigung. Das Kind weiß nicht, dass mir im Dativ steht. Es ist ihm egal. Es weiß nur, dieser Chunk funktioniert. Und das ist der Schlüssel. Wir lernen fertige Bausteine, die grammatisch bereits korrekt sind und von Muttersprachlern genauso verwendet werden. Schau dir diese Beispiele an. Du lernst nicht vielen und Dank. Du lernst den Chunk vielen Dank. Du lernst nicht wie und geht und es und dir. Du lernst den Chunk wie geht's dir. Du lernst nicht ich und hätte und gern. Du lernst den Chunk ich hätte gern als Zauberformel, um höflich etwas zu bestellen. Diese Chunks sind dein sprachliches Lego. Statt mit tausenden winziger Einzelteile zu hantieren, hast du plötzlich fertige, größere Bausteine, die du nur noch zusammensetzen musst. Das Bauen wird schneller,
stabiler und das Ergebnis sieht viel besser aus. Wo finde ich diese Chunks und wie sammle ich sie? Dein ganzes Lernumfeld ist voll von diesen Bausteinen. Du musst nur lernen, sie zu erkennen und zu sammeln. Höre wie ein Detektiv. Wenn du diesen Podcast hörst, eine Serie schaust oder einem Gespräch lauscht, achte nicht nur auf einzelne Wörter, die du nicht kennst. Achte auf ganze Phrasen. Wie hat die Person eine Meinung geäußert? Sie hat gesagt, ich bin der Meinung, dass... Das ist ein fantastischer Chunk. Schreibe ihn dir auf. Wie hat jemand gezögert? Vielleicht mit, es kommt darauf an. Ein weiterer Goldchunk. Lies mit neuen Augen. Nimm einen Artikel oder eine E-Mail. Markiere nicht nur Substantive und Verben, sondern die Phrasen, die sie verbinden. Du wirst Muster erkennen wie im Großen und Ganzen, on the whole, sowohl als auch, both and, oder es geht um, it's about. Führe ein Chunk-Notizbuch. Vergiss die zweispaltige Vokabelliste. Erstelle ein Notizbuch für deine Bausteine. Für jeden Chunk notierst du 3 Dinge. Der Chunk selbst, zum Beispiel ich freue mich darauf. Die Situation, Bedeutung, to look forward to something. Ein personalisiertes Beispiel. Ich habe bald Urlaub. Ich freue mich darauf. Wenn du auf diese Weise lernst, lernst du nicht nur Wörter, du lernst die Verbindungen, die Präpositionen, die Fälle und die Satzstruktur gleich mit. Alles in einem fertigen, korrekten Paket. Vom Wissen zum Können. So werden Chunks automatisch. Das Sammeln von Chunks ist der erste Schritt. Aber wie werden sie zu einem automatischen Teil deiner Sprache? Tägliche Wiederholung. Lies deine Chunks jeden Tag laut vor. Nicht leise im Kopf, sondern laut. Deine Mundmuskulatur muss sich an den Klang und den Rhythmus gewöhnen. Schließe die Augen und stell dir eine Situation vor, in der du diesen Chunk benutzen würdest. Spiele mit den Bausteinen. Nimm einen Chunk und verändere ihn leicht. Das nennt man Drilling. Dein Chunk? Ich habe Lust auf eine Pizza. Variation 1. Ich habe Lust auf ein Eis. Variation 2. Ich habe keine Lust auf eine Pizza. Variation 3. Hast du Lust auf eine Pizza? Durch dieses Spiel verinnerlichst du die Struktur so tief, dass sie flexibel einsetzbar wird. Setze dir Chunk-Ziele. Sage dir, heute im Deutschkurs werde ich mindestens einmal den Chunk meiner Meinung nach benutzen. Wenn du gezielt versuchst, deine neuen Bausteine im Gespräch unterzubringen, werden sie vom passiven Wissen zum aktiven Können. Das ultimative Ziel ist die Automatisierung. Du willst an den Punkt kommen, an dem dein Gehirn nicht mehr denkt, okay, ich brauche das Verb wollen im Konjunktiv 2, dann das Adverb bitte und dann das Substantiv Kaffee im Akkusativ. Nein, du denkst nur noch Kaffee bestellen und dein Mund sagt automatisch, ich möchte bitte einen Kaffee. Das ist der Moment, in dem du anfängst, in der Sprache zu denken, anstatt sie nur zu übersetzen. Und das war's auch schon für heute. Jetzt weißt du, wie du Deutsch nicht nur lernst, sondern wirklich anwendest, mit ganzen Sätzen, mit echten Sprachbausteinen, mit Sinn. Versuch doch in den nächsten Tagen bewusst auf solche Chunks zu achten. Schreib sie auf, sprich sie laut, spiele damit, wie mit kleinen Bausteinen, aus denen du deine eigene Sprachwelt baust. Und vor allem, hab Geduld mit dir selbst. Jede Wiederholung, jeder kleine Satz, den du richtig verwendest, ist ein Schritt hin zu echtem Sprachgefühl. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst. Bleib neugierig, bleib dran und hab Spaß mit der deutschen Sprache. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht.
Tschüss und alles Gute.